Okay, lasst uns einfach loslegen. Wenn Sie in Deutschland leben oder überhaupt darüber nachdenken, haben Sie wahrscheinlich schon den Horror gehört. Geschichten über die deutsche Bürokratie, oder? Es kann sich wie ein riesiges, unmögliches Labyrinth anfühlen. Aber hier ist die Sache. Was wäre, wenn Sie eine Karte hätten? Nun, genau das werden wir Ihnen heute vermitteln. Ja, kommt Ihnen das bekannt vor? Ich wette, das stimmt. Die Frustration ist so real. Sie denken, Sie tun etwas Einfaches. Zum Beispiel einen Termin vereinbaren. Und plötzlich stößt man auf eine Mauer aus Regeln, die keinen Sinn ergeben. Es ist eine völlig gemeinsame Erfahrung. Ehrlich gesagt ist es für jeden, der hierher zieht, eine Art Überfahrt. Und wissen Sie was? Hier ist etwas, das Ihnen vielleicht ein wenig besseres Gefühl geben wird. Das ist nicht nur ein Expat-Problem. Nein, sogar Deutsche verstricken sich in ihr eigenes System. Wenn sie sich also in einem Berg Papierkram völlig verloren fühlen, atmen Sie einfach tief durch. Du machst nichts falsch. Es ist alles Teil des Spiels. Und wir helfen Ihnen herauszufinden, wie Sie es gewinnen können. Okay, schauen wir uns also zunächst einmal dieses Labyrinth an. Womit haben wir es hier zu tun? Sobald Sie die Hürden kennen, können Sie mit der Planung beginnen, wie Sie sie überwinden. Lassen Sie uns also die Großen aufschlüsseln. Man hört, wie die Leute über den Papierkramberg reden. Und es ist eine echte Sache. Wir reden hier von superlangen Wartezeiten für Termine, die Sie dringend brauchen. Und von Formularen, die nur eingegangen sind für Deutsch. Für Beamte, die oft nur Deutsch sprechen. Auch weil es gesetzlich so ist. Sicherer für Sie. Wenn Sie dieses ganze Spinnennetz aus komplizierten Regeln und Fristen einwerfen, die es nicht sind, absolut nicht verhandelbar. Ja, Sie können sehen, warum es so überwältigend wird. In Ordnung. Genug von den Problemen. Kommen wir zu den Lösungen. Der absolute Schlüssel zu all dem ist die Beherrschung der Kunst des Termins. Im Ernst, wenn Sie diesen ersten Schritt schaffen, wird der Rest Ihres Lebens hier so viel bringen. Einfacher. An erster Stelle auf Ihrer Liste. Und ich meine Nummer 1 steht die Entschmelzung. Das ist Ihre offizielle Adressregistrierung. Und Sie müssen dies innerhalb von 14 Tagen nach dem Einzug erledigen. Keine Ausrede. Der Trick hier besteht darin, einfach vorbereitet zu sein. Gehen Sie online, buchen Sie Ihren Termin beim örtlichen Burgerladen und gehen Sie dort mit 3 Dingen vorbei. Ihr Reisepass, Ihr Mietvertrag und dieses Formular namens Fungeskipper-Bestätigung. Alles, was Sie brauchen, ist ein einfacher Zettel Ihres Vermieters, der bestätigt, dass Sie dort wohnen. Das ist es. Und das Stück Papier, das du zurückbekommst, ist das goldene Ticket. Es schaltet alles andere frei. Ihr Bankkonto, Ihre Steuernummer, alles. Okay, nun zum großen Bosskampf. Der einzige Termin, der die meisten schlaflose Nächte verursacht. Finden Sie Ihr Visum oder Ihre Aufenthaltserlaubnis bei der Ausländerbehörde oder der Ausländerbehörde. Der Versuch, einen Termin zu bekommen, war jahrelang ein Albtraum. Es war, als würde man versuchen, im Lotto zu gewinnen. Aber hören Sie zu, denn das Spiel hat sich geändert. Für all die Geschichten, die Sie von Leuten gehört haben, die um 3 Uhr morgens aufstehen, um eine Webseite zu aktualisieren oder in der eisigen Kälte vor dem Büro Schlange stehen. Vergesst sie für Ihre Geschichte. Gerade in Großstädten wie Berlin hat die Regierung grundsätzlich gesagt, hört damit auf. Es gibt jetzt eine clevere Möglichkeit, dies zu tun. Für Ihr offizielles Online-Kontaktformular. Das ist es. Sie füllen das Formular aus, scannen alle Ihre Dokumente und fügen sie in einer einzigen PDF-Datei zusammen. Das sind wichtige Teile. Und Sie laden es hoch. Dann wartest du. Sie werden Ihnen per E-Mail einen Termin mitteilen. Es geht nicht mehr um Glück. Es geht darum, den Prozess zu vernutzen Sie also einfach den Prozess. Okay. Also haben wir die großen Regierungsämter in Angriff genommen. Lassen Sie uns auf etwas ebenso Wichtiges umschalten. Gesundheitspflege. Nun ist das deutsche Gesundheitssystem erstaunlich. Das ist es wirklich. Aber man muss wissen, wie man sich darin zurechtfindet. In Ordnung. Die wichtigste Person auf Ihrem Weg zur Gesundheitsversorgung in Deutschland ist Ihre Hauskunst. Betrachten Sie sie als Ihren Hausarzt oder Ihren Hausarzt. Sie sind der Torvektor für so ziemlich alles andere. Hast du einen seltsamen Ausschlag? Sehen Sie sich Ihre Hauskunst an. Müssen Sie einen Spezialisten aufsuchen. Sie gehen zuerst zu Ihrem Haus, um eine Überweisung zu erhalten, die als UBO-Visum bezeichnet wird. Aus diesem Grund müssen Sie gleich nach Ihrer Ankunft einen Patienten finden und sich als Patient registrieren. Warten Sie nicht, bis Sie tatsächlich krank sind. Die große Frage ist also, wie findet man einen Arzt
insbesondere einen, der Englisch spricht. Nun Technologie zur Rettung. Es gibt eine App und eine Webseite namens Dr. Lib. Und ehrlich gesagt, ist es für Expats ein völliger Wendepunkt. Dadurch entfällt der gruselige Telefonanruf. Sie können einfach nach gesprochener Sprache filtern. Ärzte finden, die Englisch sprechen und buchen vereinbaren Sie gleich online Ihren Termin. Keine Reibung. Und schauen Sie, die Leute lieben es. Ich meine, 50% der Benutzer von Trustpilot geben ihm 5 Sterne. Das ist riesig. Es funktioniert also definitiv für viele Leute. Ist es nun perfekt. Nein, Sie sehen die Sternebewertungen einer anderen. Der Hauptkritikpunkt ist normalerweise, dass die App etwas fehlerhaft sein kann und manchmal wechselt ins Deutsche. Deshalb hier ein kleiner Profi-Tipp. Wenn Ihnen die App Probleme bereitet, nutzen Sie einfach die Website im Browser Ihres Computers. Auf Englisch funktioniert es tendenziell viel besser. Okay. Und zum Abschluss der Gesundheitsversorgung kommt noch etwas wirklich Wichtiges. Für Notfälle. Sie müssen 2 Zeilen kennen. Im Ernst. Vielleicht halten Sie jetzt sogar inne und speichern Sie sie in Ihrem Telefon. Zuerst ist 112. Dies gilt für wirklich lebensbedrohliche Notfälle. Ich denke, Herzinfarkt, schlimmer Autounfall. Sie werden Englisch sprechen. Die andere Nummer ist 116.0170. Dies ist für Dinge gedacht, die dringend, aber nicht lebensbedrohlich sind und außerhalb der Geschäftszeiten stattfinden, als ob Ihr Kind für hohes Fieber 2 war. Hier liegt der Haken, und zwar ein großer. Dieser Service ist normalerweise nur auf Deutsch verfügbar. Denken Sie also daran, 112 für große Notfälle. Englisch ist in Ordnung. 116, 107 für kleinere, dringende Dinge. Sie werden wahrscheinlich Deutsch benötigen. Okay, wir haben die riesigen Termine und das Gesundheitssystem durchgemacht. Lassen Sie uns nun über die alltäglichen Dinge sprechen. Wir werden Ihnen ein kleines Toolkit zusammenstellen, einige Gewohnheiten, einige Schlüsselsätze, um alles zu schauen. Die kleinen Interaktionen verlaufen viel reibungsloser. Schauen Sie, selbst ein kleines bisschen Deutsch kann viel bewirken. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Ich möchte nur einen Termin vereinbaren. Das ist dein magischer Schlüssel. Aber vielleicht noch wichtiger sind die Formulierungen, mit denen Sie das Gespräch steuern können. Sagen können, können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Oder, ich verstehe das nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz. Ist so mächtig. Es verlangsamt die Dinge und gibt Ihnen wieder die Kontrolle. Und tatsächlich kommt es auf diese 4 goldenen Regeln an. Das ist die Einstellung, die Sie brauchen. Regel 1. Seien Sie organisiert. Scannen Sie alles. Halten Sie einen Ordner auf Ihrem Computer und einen physischen Ordner bereit. Regel 2. Seien Sie proaktiv. Ihr Visum läuft in 6 Monaten ab. Starten Sie jetzt den Erneuerungsprozess. Legen Sie diese Kalenderbenachrichtigungen fest. Regel 3. Seien Sie vorbereitet. Nutzen Sie die Online-Tools. Wenn Sie es online tun können, tun Sie es online. Es spart so viel Zeit. Und schließlich Regel 4. Sei geduldig. Das System ist langsam. Es ist einfach so. Aber es funktioniert. Letztlich. Also lasst uns das alles zusammenbringen. Denn hier geht es nicht nur darum, die deutsche Bürokratie zu überleben. Es ist das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Wir sprechen von einem völligen Umdenken. Von völliger Überforderung bis hin zu Selbstvertrauen. Und das ist wirklich das Geheimnis. Sie müssen kein Experte für deutsches Recht sein. Sie brauchen nur ein System. Ein System, in dem Sie organisiert sind, proaktiv sind und die verfügbaren intelligenten Tools nutzen. Zu dir. Sie können ein Online-Kontaktformular für Ihr Visum oder ein Arztlabor für Ihren Arzttermin erhalten. Wenn man es so angeht, verändert sich die ganze Erfahrung. Das tut es wirklich. Wenn man es in kleinere Stücke zerlegt und im Voraus zubereitet, entsteht dieser Riese. Das gruselige Monster der Bürokratie wird einfach zu einer To-Do-Liste, eine Reihe überschaubarer Aufgaben. Sie haben jetzt die Karte. Die Frage ist also nur, was wirst du zuerst erobern?